It happened hundreds of years ago. That night, he lost himself and became nothing. That night, he made a decision that cost a life. But not just any life. The life of his child. His only daughter. The best part of himself. That night, he lost himself and became nothing. He was the first, but not the last. Und damit ein herzliches Willkommen, Freunde, zu Dungeon Cemetery 11 mit einem Fuß im Grab. Ja, nun geht es weiter mit dem Wimmelbild-Abenteuer und das ist jetzt auch aktuell der letzte Dungeon Cemetery Teil, den ich besitze. Und ich würde mal sagen, nicht lange rumgequatscht, wir drücken auf Spielen. Und wir spielen auf Normal. Let's go. You knew it was Karen right away. Only she would show up after midnight. But you'd forgive her showing up at any hour. Because she was the best journalist you had. And this time, she'd outdone herself. She only had a fragment of the story. About a strange cemetery kept under heavy guard. You weren't sure at first why Karen would bring this to you, until something caught your eye and you realized this was the story of a lifetime. In minutes, you were ready to head to the site of the footage. Once again, Karen proved why she was the best. Why past tense, you ask? Well, that's a long story. So, keine Einleitung bitte, danke. So, da versteckt sie sich irgendwie, glaube ich. The locals complain about strange noises and lights coming from the cemetery, but it's under 24-hour guard. Can you talk to the guard? Try to distract him so I can sneak past. Ja, ob das so eine gute Idee ist? Stimme Karens Plan zu. Versuche Karen davon zu überzeugen, dass ihr Plan keine gute Idee ist. Sure, it's risky, but that's what good journalism is all about. Take my notebook. It has all the details I've gathered so far. Hier ein Stift und hier ein Notizbuch. Hilf Karen auf den Friedhof zu gelangen. Ja, ich sag trotzdem, dass es keine gute Idee ist. Karen Notizen. Die Anwohner beschweren sich häufig über seltsame Geräusche und Lichter auf dem Friedhof. Doch er wird 24 Stunden am Tag bewacht. Meine Geschichte soll Licht in die Sache bringen. Doch je mehr Antworten ich fand, desto mehr Fragen hatte ich. Yep, in der Tat. Und da ist eine Kinderwiege. Mit einer Puppe, das sieht man ja gleich. Und ein Stein. Der Pfad ist zu fest, um ihn zu zerreißen. Ja, dann wird es uns jetzt noch nicht gelingen. Okay, hier sind verschiedene Sachen. Aber ich glaube, das da gehört hier rein. Ach ja, ich hab ja beinahe was vergessen. Hallo. Bin auch wieder da zu sehen. Ja, wir müssen den Schlüssel finden. Hey, this is a secure area. You can't be here. Ja, und du kannst dich nicht einfach jedem Fremden dein scheiß Gewehr für die Nase halten. Frage, warum der Friedhof bewacht wird. I'm not authorized to tell you anything. War mir klar, du Militärfuzzi. Erzähl ihm von dem Video. What? I levitated? That's ridiculous. Bitte in Schmiergeldern.
Gib auf. Gut, Karin ist auf dem Friedhof. I'm beginning to think the guards aren't keeping the cemetery safe from people, but keeping people safe from the cemetery. You wouldn't believe what I saw. What or who? I don't even know, but it sure wasn't human. I managed to take a photo, but it's stuck in the camera. I think the batteries are acting up. We have to find a way to show the guard so he can do something. Was ist hier? Wo ist Karen? Karen, wo bist du? Alles in Ordnung? Ja, okay. Das heißt, wir bräuchten Batterien. Was? Todesanzeige. November 14. 1983. Carol Murphy. Wir haben um Carol Murphy, unserer guten Freundin und geschätzten Kollegin, die für ihre unglaubliche Geschichte bekannt war. Karen kam bei ihren Ermittlungen ums Leben. Hä? Das... Okay, das ist weird. Okay, das können wir jetzt natürlich nutzen, um das aufzuschneiden. Dann kriegen wir das mit. Ja, nee, ist klar. Ein Schädel. Nehmen wir mal auf. Lass mir raten, der passt. Da würde jetzt der Schädel reinpassen. Was ist hier? Ich kann den Stachelteil nicht mit bloßen Händen entwirren. Sorry, lieber Hase, aber ich brauche die Batterie dringender als du. Jetzt verstehe ich, warum Können so verängstigt war. Ich sollte der Wache das Foto zeigen. Dann kann man dann immer mit. Are you serious? Trying to tell me there's a living skeleton riding around the cemetery on horseback? Drohe damit, das Foto an die Presse weiterzugeben. Okay, okay, I'll take a look around. Just don't let this get out. The locals already have too many ideas about this place. Na also. Oh, jetzt hat mir das hat's ihn auch erwischt. War das ein Schuss oder ein Donner? Ich glaube, jetzt hat's ihn auch erwischt. Okay, dann kriegen wir wahrscheinlich erst die Lampe, wenn wir den dritten Sack und den Skelett fertig haben. Sonst, glaube ich, ist hier nichts. Dann gehen wir mal rein. Ja, okay, da ist dieses komische Pferd. Dieser Stall hat im Papier eine Ähnlichkeit mit dem Skelett auf dem Foto. Okay, Foto kann man nicht machen. Das Pferd kann man auch nicht in der Nase rumpopeln. Da fehlt auch einiges. Da brauchen wir diese Blumen. Also den Rosenkranz. Okay, warum hat der Adler eine Krawatte an? Okay, dem fehlt ein Amulett. Dann kriegen wir die komischen Schlüssel. Help! Get me out of here! Karen, halte durch. Ich werde dich befreien. Da mein Sägegriff. Und hier fehlen noch die anderen zwei Schädel. Also dem, mit dem wir zusammen hier 3 haben. Hört aber schon cool. Das hat irgendwas mit Diablo ähnlich. Finde ich. Da ist der Wachmann. Von wem versteckt er sich? Shh, hide. Frag nach Karen. I haven't seen anyone, but you were right. The skeleton definitely isn't a statue. It's alive. Kloppe dem Mann auf die Schulter, um ihn zu beruhigen. Kloppe der Skelettstatue auf die Schulter, um deine Nerven zu beruhigen. Ich klopfe ihn. No touching. See for yourself. The skeleton in the photo is different from the statue. How is that possible? Do what you want, but my life is more important than this job. I'm not staying here 1 second longer. Feigling. Okay, Stift hier. Oh, come on. Okay, Unterschiede. Also hier
Das Gewehr war anders. Hatte keinen Nasenring. Der Schädel sah da auch nicht um. Das war hier ein bisschen anders. Was ist hier noch anders? Ja, hier, der hat da seine Hand. Die Ohren waren anders. Was ist noch anders bei ihm? Der hatte keine verbundene Arme. Die Haare sind soweit in Ordnung. Könnte denn hier noch anders sein? Ah ja, hier. Sonst? Finden wir dann links nach rechts mit den Augen hier. Ja, der Verband auf der Nase war ein bisschen anders. Sonst? Ja, das Zaunzeug war noch mit da drum. Okay, jetzt wird es natürlich schwierig, was noch krassen Unterschied macht. An ihm sehe ich jetzt aber nichts mehr anders. Aber klar. Hallo, Skelettreiter. Ah, human. You're indeed persistent. Yes, I am alive. So, what happens next? Verfalle in Schockstarre. I do not hear the sounds of cowardly flight. This is encouraging. Perhaps you and I can make a deal. Okay. I am the keeper of this cemetery, and despite my lack of sight, I know everything about you. I know you seek your friend with the fiery hair. Due to her curiosity, she has been trapped. She now has only one foot in the living world. Versuche einen Weg zu finden, Karen zu retten. I am blind and cannot help you. The raven was my eyes for many years, but he is encased in stone. I lost part of the amulet which can bring him back to life. Find it, release the raven, and then I will help you. Okay, er scheint gar nicht böse zu sein. Interessant. Okay, er ist fast wieder lebendig. Den Schlüssel dürfen wir jetzt auch nehmen. Jetzt nur die Frage, wo fehlt der Schlüssel? Okay, das ist ein bisschen etwas größere Karte. Finde ich interessant. Hier, das kann ich ja nutzen. Ja, haut's ab, ihr Fledermäuse. Wow. Die haben bestimmt Angst vor Blitzlicht. Okay, das Skelett passt da auf jeden Fall rein. Ja, jetzt lasst ihr mich... Ah, da. Warte mal. Geht doch dahin. Ja, mit der Lampe. Weg mit ihr, du böse, blöde Maus. Wie viele sind das? Es ist echt gemein, wenn das Fenster so klein ist.
Sehe keine mehr. Boah, das war ein geiles Minispiel, aber auch ein bisschen beängstigend. At last I can see. What a marvelous night. Rain, darkness, and decay. All the things I love. How I have missed this. Ja. Bitte ihn, Karen so freizulassen. Release her? Ah, human. Your friend has come under the influence of powers outside my control. All I can do is help you get into the crypt. But if you enter, I cannot guarantee either of you will ever get out. Here is a key to the crypt, the skull. A raven will help you with the other keys. I would suggest that you don't waste time. You haven't much to spare. Also er wird uns wieder helfen. Okay, verstehe. Gut. Fülle die Löcher mit den Totenköpfen, wähle eine Totenkopf aus und bewege ihn. Die Totenköpfe können sich gegenseitig beeinflussen. Das war jetzt relativ easy. You're just in time. I have no idea what's going on here. I reached for the scepter and this thing grabbed me. Look, there's something attached to the scepter. Maybe it's a clue. Oh, and when you get around to it, could you get this thing away from me? Ich muss Karen befreien. Okay, eine Art Portal. Na, wie kann ich sie dann bitte befreien? Also den Raben kann ich nicht darum bitten. Ein Geist, oh nein, was habe ich nur getan? Wer ist das? Oh, a living human. It's been so long since I spoke to someone of flesh and blood. I'm Drake. Well, I was. I'm dead, you see. And I'll probably be the cause of your death too. Befrage ihn zu Karens Tod. She has one foot in the grave. And you will too, if you try to save her. Which you will. Ja, okay. Bitte um eine Erklärung. I'm a victim of circumstance, just like you. They say I killed my brother. But it can't be true. We were performers, you see. One night we were rehearsing a death-defying stunt when something went wrong. I don't remember what. When I came to, my brother was dead. I refuse to believe I could have done it, but the thought has haunted me all these years. Help ease my mind. After that, I promise I'll show you and your companion the way back once you open the portal. Ja gut, da haben wir ja den Salat. Aber wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze weitergeht in der Folge 2 von Redemption Cemetery mit einem Fuß im Grab, dann schaltet in die nächste Folge rein. Hier oben kommt ihr zum letzten Teil, den ich gespielt habe, nämlich... ist ein bisschen schon her, ja? Ich glaube, die Verkörperung des Bösen.
Und dann sage ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen.